Ich ändere genau eine Ziffer in dieser Datei. Eine 17 wird zu einer 18. Und danach ist unsere Datenbank kaputt. Nicht die Daten. Die sind noch da. Aber die Datenbank startet nicht mehr. Und wenn ihr an dieser Stelle das Falsche tut, ist sie danach wirklich weg. In diesem Video machen wir ein Major Upgrade von PostgreSQL 17 auf 18. Und das am besten so, dass wir keine Datensätze verlieren. Vorher stellt sich wie bei jedem Major Upgrade die Frage, warum überhaupt? Es läuft doch. Es gibt ein paar gute Gründe, auf PostgreSQL 18 abzugraden. Erstens, asynchrones I/O. Bisher hat Postgres beim Lesen von der Festplatte gewartet, bis ein Block da war und dann den nächsten angefordert. Version 18 kann mehrere Leseanfragen gleichzeitig rausschicken. Zweitens, Data-Checksums sind ab Werk an. Bis Version 17 musste man beim Initialisieren diese Funktion extra einschalten. Und eigentlich hat es praktisch niemand getan. Checksums bedeutet, wenn eure SSD anfängt, Bits zu kippen, sagt Postgres euch das, statt die kaputten Daten stumm weiterzureichen. Drittens, PG-Upgrade behält jetzt die Optimizer-Statistiken. Bisher war die Datenbank nach einem Upgrade erstmal C, weil Postgres die Statistiken über eure Daten neu sammeln musste. Das entfällt jetzt. Und eine Warnung, falls ihr von einer sehr alten Version upgradet, die MD5-Passwörter existieren ab Version 18 nicht mehr. Oft wird gesagt, in Docker muss einfach die Versionsnummer geändert werden und dann muss der Container neu gestartet werden und Docker erledigt einfach den Rest. Wir probieren das jetzt einmal aus. Hier habe ich Postgres Version 17 eingesetzt in den bisherigen Videos. Ich ändere diese 17 einfach mal zu einer 18. Natürlich hätte ich auch die Möglichkeit, hier 18 Alpine zu nutzen. Jetzt speichere ich diese Datei und ich führe aus sudo docker compose up-d und jetzt wurde der Container neu gestartet. Und zwar diesmal mit Postgres 18. Das heißt, ich kann mir jetzt angucken, ob der Container läuft oder was für Logs er angibt. Ich gebe ein sudo docker compose logs. Also hier sehe ich die Fehlermeldung Error. In 18 Plus sind die Docker-Images anders konfiguriert. Man soll nicht einfach ein Major Upgrade durchführen, ohne zuvor zum Beispiel PG-Upgrade auszuführen. Auf der anderen Seite steht hier auch, dass außerdem es so scheint, als würden Postgres-Daten sich in var-lib PostgreSQL Data befinden. Postgres hat den Ort der Daten verändert. Und zwar ist es jetzt so, dass die Daten sich nicht mehr unter /var/lib/PostgreSQL/data befinden, sondern dass hier eigentlich eine Versionszahl kommt und dann /docker. Und das ist der komplette Pfad, wo sich die Daten befinden. Und diese Änderung dient einfach dazu, dass viele verschiedene Versionen gleichzeitig laufen können und trotzdem ein Volume benutzen können. Vorher war das in Docker praktisch nicht möglich. Unser Postgres 18 Container hat den Start verweigert. Was ist jetzt mit unseren Kundendaten passiert? A. Sie wurden von Docker gelöscht, weil der neue Container sie nicht lesen konnte. B. Sie sind noch unverändert in unserem Volume PG-Data. Oder C. Sie wurden beim Start automatisch ins neue Format konvertiert. Die richtige Antwort ist B. Docker löscht niemals ungefragt ein Named Volume und Postgres hat die Datei nicht mal angefasst. Es hat nur gesagt, da liegt etwas, das ich nicht lesen kann. Ich rühre es nicht an. Unsere Daten sollten unversehrt sein. Im Ernstfall ist ein Container, der nicht startet, fast nie ein Datenverlust. Also braucht man an dieser Stelle auch keine Panik zu haben. Was ich jetzt machen könnte, wäre hier den Pfad wieder zu ändern auf PostgreSQL Data und hier das Image von 18 auf 17 zu stellen. Und wenn ich jetzt den Container einfach neu starte, dann wird er neu gestartet, dann kann ich die Logs lesen und hier läuft alles wieder ganz normal. Ich könnte auch wieder meine Daten lesen. Also hier, wenn ich jetzt eingebe sudo docker compose exec db psql-u postgres-d shop und -c select Stern from Kunden, dann sehe ich, ich habe hier meine Tabelle aus der Datenbank. Aber wie komme ich jetzt sauber von Version 17 auf Version 18? Und die Lösung ist ein logisches Backup. Wir zwingen die Datenbank, ihre Binärdateien in universell lesbaren SQL-Text zu übersetzen. Und den kann jede Postgres-Version lesen. Das Tool heißt dafür pgdumpall. pgdumpall
sichert den kompletten Cluster, also alle Datenbanken und alle Rollen und alle Rechte. Wir könnten auch mit pgdump eine einzelne Datenbank sichern, so wie ich das in meinem letzten Video gezeigt habe. Aber für ein Major-Upgrade wollen wir in der Regel alles haben. Also führe ich einfach aus sudo docker compose exec db. In dem Container Datenbank möchte ich ausführen pg-dump all -u Postgres, weil das der Benutzer ist. Und ich möchte das Ganze sichern in einer backup.sql. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich erstmal ein paar Fehler, weil ich das Minus vor dem U nicht wirklich eingetippt habe. Also hier habe ich ein backup.sql bekommen, aber das ist einfach eine leere Datei. Das heißt, diese backup.sql, die lösche ich hier einfach und versuche das Ganze nochmal, aber diesmal setze ich ein -u. Diesmal ist etwas passiert und jetzt habe ich eine backup.sql, wo ich mehr Code sehe. Und im Prinzip ist dieser Code, der verwendet werden muss, damit meine Tabelle wiederhergestellt wird. Also hier sehe ich die Namen aus meiner Tabelle und die werden hier wieder zurück eingesetzt. Und vorher wird meine Datenbank generiert und meine Tabelle und dann halt meine Daten. An dieser Stelle sollte man natürlich auch ein Backup haben, so wie ich das in meinem letzten Video gezeigt habe und das Backup auch getestet haben. Was ich jetzt jedenfalls machen kann, ist, nachdem ich die Backups getestet habe, ob das alles funktioniert, kann ich ausführen sudo docker compose down, um meine Container zu stoppen. Oder beziehungsweise in diesem Fall nur einen einzigen Container. Und jetzt gehe ich zur Compose-YAML und ändere Postgres 17 auf Postgres 18. Und das, was ich auch noch machen möchte, ist hier diesen Datenpfad von var-lib PostgreSQL Data auf var-lib PostgreSQL zu ändern. Und dieser Vorgang hier, der funktioniert auch nicht nur von Version 17 auf Version 18, sondern auch von Version 14 auf Version 18. Was ich auch noch machen möchte, ist hier bei den Volumes das Volume zu ändern. Ich ändere hier den Namen von pgdata auf pgdata-18 und hier unten von pgdata auf pgdata-18. Ihr könnt das Volume beliebig benennen. Damit sorge ich dafür, dass mein altes Volume dort bleibt, wo es ist. Also selbst wenn jetzt irgendwas scheitern sollte bei meinem Upgrade, kann ich am Ende immer noch einfach auf mein altes Volume umstellen und hätte wieder meine Daten zurück. Und jetzt, wo ich die Sachen geändert habe, möchte ich die Compose-YAML wieder ausführen und ich gebe jetzt ein sudo docker compose up -d. Jetzt wurde der Container wieder mit Postgres 18 gestartet und ich kann jetzt gucken, ob der Container läuft. Ich gebe jetzt einfach mal ein sudo docker compose stats und damit sehe ich hier der Postgres DB Container, der läuft. Ich verlasse diese Ansicht wieder. Was ich als nächstes machen kann, ist das Backup wieder einzuspielen. Also dazu gebe ich ein cat backup.sql. Also damit lese ich die SQL-Datei aus. Also wenn ich das jetzt einfach ausführe, dann wird mir die komplette Datei angezeigt. Ich möchte aber nicht, dass mir einfach die komplette Datei angezeigt wird, sondern ich möchte, dass diese Befehle weitergereicht werden. Falls ihr grundlegende Probleme mit dem Terminal habt, könnt ihr euch gerne mein anderes Video zu den wichtigsten Terminal-Befehlen angucken. Hier reiche ich das mit der Pipe weiter und zwar an den Container. Also hier gebe ich ein sudo docker compose exec -t. Dann möchte ich hier db psql -u Postgres. Also hier diesen Namen Postgres, den müsst ihr natürlich ändern, falls euer Datenbanknutzer ein anderer ist. Aber hier in meinem Fall ist mein Postgres-User halt Postgres. Und jetzt führe ich das Ganze aus. Und abhängig davon, wie groß eure Datenbank war, kann das natürlich auch ein bisschen dauern. Ich sehe jetzt hier, bei mir sind 4 Sachen wieder erschienen. Und was ich jetzt ausführen kann, ist wieder dieser Befehl. Nur möchte ich jetzt nicht select Stern from Kunden ausführen, sondern ich gebe einfach mal ein select Version, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Und ich sehe hier bei der Version, dass ich die Version 18.4 benutze. Falls ich jetzt ein neues Update machen möchte, muss ich eingeben sudo docker compose pull, um die neueste Version von 18 herunterzuladen. Also ich führe das mal aus. Jetzt wird das neueste Image
mit dem 18er Tag heruntergeladen. Und jetzt habe ich ein TLS-Problem bekommen, warum auch immer. Ich versuche es nochmal. Ich führe das nochmal aus. Und jetzt beim dritten Mal hat es geklappt. Ich weiß nicht, was das Problem war. Jetzt kann ich jedenfalls wieder ausführen sudo docker compose up-d. Aber ich sollte compose auch hinschreiben und es nicht nur sagen. Jetzt wurde der Container neu gestartet. Jetzt kann ich nochmal select version ausführen. Und ich sehe hier, es ist wieder Version 18.4. Was ich auch nochmal ausführen kann, ist der Befehl mit select Stern from Kunden. Und dann sehe ich, meine Daten sind wieder zurück und ich nutze Postgres Version 18. Das heißt, ich habe jetzt ein Major Upgrade einer relationalen Datenbank in Docker durchgeführt und das ohne Datenverlust. Wenn wir jetzt nach 1 oder 2 Wochen sicher sind, dass alles läuft, können wir auch das alte Volume mit Docker Volume RM löschen. Das heißt also, ich kann ausführen sudo docker volume ls. Ich sehe hier die Volumes, die ich in meiner Docker-Umgebung habe. Und hier sehe ich Postgres-pgdata. Und sobald ich den nicht mehr brauche, kann ich den auch löschen, indem ich eingebe sudo docker volume rm für remove und dann Postgres-pgdata. Und jetzt wurde das Volume Postgres-pgdata auch gelöscht. Also wenn ich jetzt sudo docker volume ls eingebe, dann sehe ich, dieses Volume ist nicht mehr da. Das Upgrade, so wie ich das durchgeführt habe, hat aber 2 Nachteile. Der erste Nachteil ist, ihr braucht die Daten kurzzeitig doppelt auf der Platte. Weil einmal hatte ich sie jetzt in pgdata und einmal in pgdata-18. Das heißt, wenn ihr eine sehr große Datenbank habt und wenig Speicherplatz, dann wird es zu einem echten Problem. Der zweite Nachteil ist, das kann bei großen Datenbanken auch etwas länger dauern, bis die Daten eingespielt sind. Wenn ihr da jetzt 50 GB an Daten drin habt, dann kann es auch Stunden dauern. Der schnellere Weg ist PG-Upgrade, aber PG-Upgrade braucht in der Regel die Binaries von beiden Versionen gleichzeitig. Ab und zu kann es mal etwas komplexer werden. Jedenfalls wäre damit das Upgrade geschafft. Aber unsere Datenbank läuft jetzt komplett mit Standardeinstellungen. Keine eigene Konfiguration, kein Tuning. Und wenn man versucht, eine PostgreSQL-Konfigurationsdatei einzubinden, wird man vielleicht auf weitere Probleme stoßen. Wie man Datenbanken ein bisschen konfigurieren kann, zeige ich euch im nächsten Video, was ich zu dieser Postgres-Reihe veröffentlichen werde. Wenn euch das Video geholfen hat, abonniert gerne den Kanal, schreibt gerne in die Kommentare, welche Postgres-Versionen verwendet ihr hauptsächlich. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Postgres is better, and we love it with all of our bits. Postgres is better, it supports concurrency. Postgres is better, it's so much better.